seinen Griffel und schreibe. Er gehorchte diesem geheimnisvollen Rufe sogleich, nahm die Feder zur Hand und schrieb das ihm innerlich Vorgesagte Wort für Wort nieder. Es war dies der Eingang des Werkes, die Haushaltung Gottes. So spricht der Herr für jedermann. Und das ist wahr und getreu und gewiss. Wer mit mir reden will, der komme zu mir, und ich werde ihm die Antwort in sein Herz legen. Jedoch die Reinen nur, deren Herz voll Demut ist, sollen den Ton meiner Stimme vernehmen. Und wer mich aller Welt vorzieht, mich liebt, wie eine zarte Braut ihren Bräutigam, mit dem will ich Arm in Arm wandeln. Er wird mich allezeit schauen, wie ein Bruder den anderen Bruder, und wie ich ihn schaute, schon von Ewigkeit her, ehe er noch war. Lorber lehnte nach diesem Ereignis die ihm angebotene Anstellung unverzüglich ab und diente dieser geheimnisvollen Einflüsterung von derselben Stunde an, während einer Reihe von 24 Jahren bis zu seinem Tode, als emsiger Schreiber, indem er sich demütig einen Knecht des Herrn nannte. Aus dieser geheimnisvollen Einflüsterung, wie sich Lorbers Biograf Ritter von Leitner ausdrückte, erwuchs mit den Jahren ein monumentales Werk von universeller Komplexität. Ausgebreitet werden darin die 3 Grundthemen alles Seins: das Wesen Gottes, des Weltalls und das Wesen des Menschen. Das Besondere, das Neue, das Unvergleichliche daran: erkennbar und begreifbar wird eine sinnvolle Weltordnung, die alles miteinander verbindet und die vor allem Religion und Wissenschaft aus ihrer streng gehüteten Isolation endlich befreit und vereint. Erkenntnisse, Tatsachen, Wahrheit. Das Weltbild, das Lorber in seiner ganzen Vielfalt und enträtselten Vielschichtigkeit empfängt, reicht vom Urbeginn der Schöpfung bis hin zu ihrer künftigen Vollendung. Er hält die Zustände des Diesseits wie auch die des Jenseits. Ist Jakob Lorber deshalb nun der Theosoph, der Philosoph oder der Mystiker schlechthin? Nein. Er ist in der Tat nur der Schreibknecht Gottes, wie er sich selbst bezeichnete. Doch was sollen wir darunter verstehen? Der Mystiker und Seher Emanuel Swedenborg kündigte in einem Brief vom 11. November 1766 an den Prälaten Oetinger einen Mann an, dem bald nach ihm eine redende Erleuchtung zuteil werden würde. Er wies dabei ausdrücklich darauf hin, dass diese Stimme des auf solche Art Inspirierten nicht von außen her, sondern von innen her vernommen werde. Einiges spricht dafür, dass damit Jakob Lorber gemeint war. Oder könnte die Gottesbotschaft, die Swedenborg ankündigte, letztlich doch nur das Werk eines literarischen, umfassend gebildeten Genies sein? Die verstorbene Schriftstellerin Edith Mikelaitis, als Kennerin der Person Lorbers und des Werkes: Man müsste in Superlativen sprechen, um zu erklären, wer eigentlich Jakob Lorber war. Sieht man ihn als Literaten, dann übertrifft er alle Schriftsteller, Dichter und Denker aller Zeiten. Denn wo gäbe es ein umfassenderes Wissen,
eine tiefere Interpretation, eine genauere Kenntnis von Sitten, Umständen, geografischen, geschichtlichen und biologischen Verhältnissen als in seinen Werken. Nimmt man ihn aber als mediales Genie, so übertrifft er alle Eingeweihten, die wir kennen. Es gibt noch kein Wort für ihn, das ihn wirklich darstellen könnte. Und wenn er sich selbst den Schreibknecht Gottes nennt, so tut er das aus seiner demütigen Selbsteinschätzung. Doch wir wissen, dass er kein bloßes Werkzeug, sondern ein erstaunlicher und unfassbarer Menschengeist war. Lorber erlebt keine ekstatischen Verzückungen, was vielleicht ganz gut in seine Zeit gepasst hätte. Er ist eher selbst überrascht, was mit ihm geschieht, besser, was in ihm vorgeht, wird allenfalls von einem Staunen ergriffen über das, was er in dem von ihm selbst Niedergeschriebenen erfährt. Ihr werdet meinen, das Wasser sei die Mutter der Tiere. Allein dem ist nicht so. Die erste Klasse der Tierwelt sind die unendlich kleinen Bewohner des Äthers. Sie sind in diesem ungefähr das, was ihr in eurer Sprache Atome nennt. Wenn ihr solche Tierchen mit euren Augen entdecken wollt, müsst ihr einen solchen Punkt Trillionenmal vergrößern können, was euch wohl im irdischen Leben nie gelingen wird. Ein sterbliches Auge wird die Dinge in ihrer Wahrheit nie schauen können, sondern das kann nur das Auge des Geistes. Und doch sage ich dir, dass ein jeder Mensch, so wie der ewige ihn umgebende Raum, Unendliches und Ewiges in sich birgt. Und zwar in jeder Fiber seines materiellen Leibes, geschweige in seiner Seele und ganz besonders in seinem Geiste. Hast du schon einmal die Grenzlinie entdeckt, bis zu welcher eine geweckte Seele ihre Gedanken erheben kann? Hat aber die Seele schon ein unendliches Gedankengebiet, was wollen wir dann erst von dem ewigen göttlichen Geiste in ihr reden, der in sich die Kraft, das Licht und das Leben selbst ist? Aber ganz was anderes ist's, zu vernehmen das geheime innere Wort, das da kommt von meinem Herzen in das Herz dessen, der es in sich vernimmt. Und dafür muss es schon eine gewisse vorbereitete Linie von Menschen geben, deren Inneres fähig ist, die Allgewalt und Allkraft meines Wortes zu ertragen. Denn jeden